Hallo und guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin der Anton Büdel, das ist meine Frau. Name sagt sie selber. Ich heiße Katharina. Und wir haben vor etwa 40 Jahren eines der ersten Ökohäuser hier in der Region gebaut. Und das würden wir euch gerne mal zeigen. Herzlich willkommen. Ein wichtiger Bestandteil unseres Hauses ist dieses Gewächshaus, das sich über 2 Etagen erstreckt. Das ist so eine sogenannte Pufferzone. Sie ist im Sommer gut gegen die Hitze und im Winter bekommen wir die tiefstehende Sonne direkt hier rein. Durch diesen Wandel profitieren wir von der Sonne. Wir können dann diese Schiebetüren öffnen, dann geht die Wärme in den angrenzenden Wohnbereich rein. Und hier gedeihen natürlich auch, wie ihr seht, Pflanzen, die sogar im Winter blühen. Wenn man mal ganz viel Zeit hat, kann man auch hier rauskommen, kann sich da mal in den Stuhl setzen, kann mal quer durchs Gewächshaus durchgucken. Der Anton hat euch den Sessel jetzt vorgeführt, aber eigentlich sitzt er nie da drin, weil er hat ja eigentlich gar keine Ruhe. Aber der Sessel wird von mir genutzt, einmal im Jahr. Ich bin ja unheimlich quirlig unterwegs in Politik und Kultur und bin die Oma von einer Großfamilie. Und dann habe ich eines Tages beschlossen, ich mache eine Auszeit. Und zwar sitze ich dann hier. Die Familie akzeptiert, dass ich gar nichts mache. Ich sitze nur in dem Sessel und lese ein bisschen und schaue in die Landschaft, freue mich an meinen Blumen. So, dann gehen wir mal in die Keimzelle unseres Hauses. Das ist unser Wohnzimmer. In diesem Solarhaus in Baltmoor bei Landstuhl wohnt seit April Familie Büdel. Die gesamte Südfront des Hauses ist aus Glas. So wird die Sonne das ganze Jahr über optimal ausgenutzt. Wir haben damals eine Wärmepumpe installiert. Das war totales Neuland. Das war ein Pilotobjekt. Und das wurde auch von 2 Fraunhofer-Instituten begleitet. Es lief ein Messprogramm. Man konnte genau erkennen, wann wir wie viel Energie verbrauchen und wie das von der Wärmepumpe generiert wurde. Die Fraunhofer haben damals gesagt, Herr Büdel, Sie werden in 3 Jahren kalt sitzen, weil um die Sonde wird sich ein Eispanzer bilden, der im Sommer nicht wieder auftaucht. Der Heizungsbauer sagte, es wird funktionieren. Und wir haben uns dann entschieden, wir machen das. Und es hat sich gerechnet, es hat funktioniert. Das Haus ist vom Konzept her wie eine Temperaturzwiebel aufgebaut. Das heißt, Räume, die geringeren Heizbedarf haben, sind außen angeordnet. Dadurch ergeben sich dann ganz geringe Außenwände. Dann hier hinten gibt es nur kleine Fenster, das sind nur Schießscharten, dass auch da nach Westen ein kleiner Blickkontakt möglich ist. Man sieht dann, dass da draußen Bäume stehen und das ist schon angenehm. Und so ein kleines Fenster macht die Energiebilanz nicht kaputt. Die meisten Möbel, die mit Holz zu tun haben, die habe ich alle selber gebaut. Das ist zum Beispiel ein Beistelltisch. Das sind auch Sachen, die ich zwar gebaut, aber die nicht auf meinen Mist gewachsen sind. Das ist ein Macintosh, ein Lattenstuhl. Der ist 1920 entwickelt worden und den kann man sich immer noch gut angucken. Und das sind so Fundstücke, die ich halt gebaut habe. Das heißt, wir haben in der Firma mal mit recycelten Werkstoffen gearbeitet. Und da blieb diese Hockerschale übrig. Dann habe ich halt das Gestell noch dazu entwickelt. Und schon ist ein Stühlchen fertig. Und dann, das ist unsere Feuerstelle, sage ich mal, das ist ein wasserführender Ofen. Das heißt, ich kann mit dem Ofen das ganze Haus auch heizen. Das Haus wird ja über eine Geothermie-basierte Wärmepumpe beheizt. Und der Ofen, wenn ich jetzt hier Feuer reinmache, das sind um die Feuerstelle herum sind Wassertaschen. Ich stelle hier oben zum Beispiel 70 Grad ein. Wenn die Wassertaschen 70 Grad warm sind, wird das warme Wasser runter in den Pufferspeicher gepumpt
und von dort aus kommt es über die Fußbodenheizung in den Bodenbereich hinein. Ich hatte mir vorgenommen, ein reines Holzhaus zu bauen. Das heißt, hier befindet sich nur massives Holz. Und ich habe da die Lärche gewählt. Lärche ist von der Struktur her eines der schönsten Nadelhölzer, die bei uns wachsen, ist auch sehr dicht und hat für meinen Geschmack eine sehr angenehme Farbe. Ich habe 70 Festmeter Lärchenholz hier verarbeitet und das Holz ist alles hier in der näheren Umgebung gewachsen. Diese Konstruktion wird unten im Boden fortgeführt durch Kanäle. Unter diesen Brettern befinden sich die ganzen Leitungen, so sie notwendig sind. Und wenn ich mal was nachbauen müsste, kann ich so ein Brett entnehmen, kann die Leitung überall hinziehen und ich muss da keine Durchbrüche machen. Aber es war auch ein Spiel, dass man die Konstruktion auch im Boden nochmal aufgegriffen hat und das nochmal parzelliert hat. Jetzt gehen wir mal in die Küche. Die Küche wurde natürlich auch selbst gebaut. Also wir haben 70 Festmeter Lärchenholz verarbeitet, vom Stamm im Wald bis hierhin. Und beim Zuschneiden der Paneele im Innenbereich und der Verkleidung im Außenbereich entstehen natürlich auch Bretter, die zu schmal sind. Und die haben wir dann hier zum Beispiel in den Küchentüren verarbeitet. Die wurden dann lauter 2, 3, 4 Zentimeter breite Stücke verwendet, verleimt, gehobelt, geschliffen und als Tür eingebaut. Ich hatte noch das Glück, dass ich einen Neffen habe, der ausgebildeter Schreiner ist. Den habe ich eingestellt für 1,5 Jahre. Und der war für diese Arbeiten zuständig, weil ich habe meinen Job normal weitergemacht, habe nur an den Wochenenden und abends gearbeitet und mein Schreiner hat alle diese Sachen, mein Schreiner gebaut. So, wir gehen jetzt eine Etage höher in den Schlafbereich durch ein Treppenhaus, was also auch wieder eine luftbereinigte Zone darstellt, die die angrenzenden Räume auch nochmal dämmmäßig unterstützt. Hier unten kann man noch so sehen, dass so Spielereien gemacht wurden. Eine Diagonale, die hier oben stattfindet, findet auch im Podest statt. Das sind so Feinheiten, die nicht notwendig sind, aber die Spaß machen. Und hier ist der Boden noch nicht so abgetreten wie unten. Da kann man auch die Struktur des Kalksteinbereichs noch besser erkennen und auch diese Bilder, die da drin sind. Und der lässt sich super angenehm mit nackten Füßen laufen, weil man hat da richtig schönen Grip. So, wir gehen jetzt auf die Galerie, einem aus meiner Sicht der schönsten Räume des Hauses. Und hier kann man sich schön hinsetzen oder meine Frau, die macht da hier Näharbeiten bei Tageslicht. Das ist eine sehr inspirierende Räumlichkeit. Und hier grenzen dann die Schlafzimmer an. Also wir hatten 3 Kinder, jedes Kind ein Zimmer und das ist unser Schlafzimmer. Komplett holzverkleidet, Boden, Decke, Wände. Aber es ist nicht so, dass für mich zumindest, dass man sagt, das ist eine Holzkiste. Wir kommen jetzt zu den wärmsten Raum des Hauses, dem Badezimmer. Die Säule steht nicht zufällig da, die geht von unten durch bis ins Büro hinein. Da muss man halt drumherum tanzen, ja, aber es funktioniert. Um das viele Holz ein wenig abzumildern, hängen hier ein paar Kunstdrucke von Modigliani und das ist ein Herr Müller, ein Expressionist. Aber draußen wird euch meine Frau zeitgenössische Kunst, Originale näher erläutern. Es sind alles Bilder, die einen direkten Bezug zu diesem Grundstück hier haben. Drüben in dem Künstlerhaus lebte nämlich von 35 bis 85 das Künstlerehepaar Robert und Hildegard Erbelding. Und alle diese Bilder haben einen Bezug zu diesen beiden Künstlern. So, wir gehen jetzt noch eine Etage höher
Um in mein Büro zu kommen, wir haben, wie man sieht, ein Grasdach. Das ist auch Bestandteil dieses Energiekonzeptes. Das heißt, die dichtende Dachfolie heizt sich im Sommer nie so stark auf, wie wenn die blank wäre. Und es dämmt auch gegen die Kälte. Und es entsteht auch hier zum Beispiel ein ganz anderer Bewuchs wie unten. Das sind Sedumarten, die dann auch wieder andere Tiere ansiedeln. Also der Raum ist richtig, richtig spannend. Und da habe ich mein ganzes Arbeitsleben zugebracht. Ich bin von Haus aus Innenarchitekt, habe Geschäfte eingerichtet und alles ist da vorne an der Zeichenmaschine von Hand entstanden. Das sind meine Brennholzlager. Ich kann ja die Wärmepumpe mit unterstützen mit diesem wasserführenden Ofen. Die Wärmepumpe ist aber monovalent ausgelegt, das heißt, die schafft das alleine. Also was ich jetzt hier mit Holz beisteuere, ist zusätzlich. Das ist jetzt die Nordostfassade. Hier kann man wieder die typischen kleinen Schießschartenfenster sehen. Die Fassade ist waagerecht verschalt mit Lärchenholz. Es hat sich ein bisschen Grünspan angesiedelt, das ist aber kein Manko, das ist kein Holzschaden. Kann man mit wenig Aufwand, wie an der Tür ersichtlich, könnte man das abwaschen. Die Fassade wurde jetzt einmal neu gestrichen innerhalb dieser 40 Jahre und das könnte ich jetzt irgendwann nochmal tun, ist aber nicht unbedingt notwendig. Die Lärche kann das, deshalb habe ich auch die Lärche gewählt. Das ist meine Werkstatt. Hier sind viele Teile, die im Haus zu finden sind, entstanden und es entstehen dauernd weiter neuere. Da hinten habe ich noch so ein paar Fundstücke. Das ist zum Beispiel eine Nussbaumscheibe. Da unten war der Stamm, dann gingen zwei Äste auseinander. Die bilden sich jetzt hier ab. Der Fuß besteht aus einer Autobremsscheibe und ein paar Edelstahlstäbchen. Fertig ist der Hocker. Das ist, wie gesagt, jetzt unser Haus von außen. Wir fühlen uns darin richtig, richtig wohl. Und ich würde es genauso wieder bauen, obwohl es immens viel Arbeit war, in der Art, wie wir es gebaut haben. Es war auch nicht billig, aber unterm Strich würde ich es genauso wieder machen. Das war die Roomtour durch unser Haus aus Holz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr so spannende Häuser sehen wollt, dann klickt da. Und tschüss. Und tschüss. Gute Zeit. Tschüss.